Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute zeigen wir euch Tactical Defense Systems. Wir sind heute auf einem Trainingsgelände von Tactical Defense Systems. Tactical Defense Systems bildet aus im Bereich Sicherheit, Personenschutz, Polizei und Werkschutz. Der Gerd ist der Chef des Unternehmens, der wird euch einmal kurz sagen, um was es dabei geht, beziehungsweise was TDS ausmacht. Gerd, hi, grüß dich. Hi, grüß dich, Martin. Also uns gibt es jetzt in der Form gibt es uns jetzt seit 2011. Also 10-jähriges Jubiläum. Ja, 10 Jahre, sehr super, dass du daran denkst, da freue ich mich. Ja, aber genau, und 2011 haben wir auch die staatliche Anerkennung erhalten für die Sachkundeprüfung. Die dürfen wir in der Form auch abnehmen und auch die Kurse dementsprechend dazu halten. Ja. Das heißt, du machst auch Sachkundeprüfung für Sportschützen, für Jäger und für Personenschützer bzw. Behördlichen Einsatz der Schusswaffe. Genau, also der ganz einfache Einstieg in die Waffe sozusagen, die Waffensachkundeprüfung für Sportschützen, für nach § 7, dann also auch für Berufswaffenträger, dass wir das ganze Spektrum hier abdecken. Sehr cool, sehr cool. Ja, ist alles dabei. Also das sind halt die Basics, die können wir hier auch machen. Und dann haben wir noch unsere Schießkurse, die wir noch dazu halten. Auf der Anlage hier, auf unserer Hausanlage jetzt zum Beispiel, kann man auch Sachen machen, die woanders so jetzt nicht funktionieren. Ne? Das ist ein sehr gutes Stichwort, was du mir da gegeben hast. Deswegen sind wir auch auf dich aufmerksam geworden. Du bietest nämlich hier ganz spezielle Kurse an. Das sind jetzt nicht einfach nur, also du hast auch die normalen Kurse, aber du hast auch noch so ein paar spezielle Sachen, die man so nicht überall machen kann. Willst du uns dazu kurz was sagen? Dazu kann ich dir natürlich was sagen. Es ist richtig, wir machen alle Kurse, auch vom Basic-Einsteiger, die nur das Schießen lernen wollen. Aber spezialisiert haben wir uns mehr auf den Bereich von Behörden und Berufswaffenträgern, sprich die wollen aus der Sicherheit kommen, Kommandos, je nachdem, Personenschutzkommandos, was wir so haben. Und da haben wir dann, das bauen wir auf 3 Säulen noch aus dem System. Da haben wir die Nahdistanz, da haben wir Tactical Car, also dass wir mit dem Auto schießen, und haben noch Lowlight, ja, also in absoluter Dunkelheit schießen. Das, was jetzt das Tactical Car angeht, haben wir hier die Möglichkeit, was man fast nirgends mehr so sieht, auf andere Anlagen, dass wir mit dem Auto auch bis auf Meter 0 fahren können auf der Anlage. Ne? Und können im Fahrzeug schießen, aus dem Fahrzeug raus und können auch außen am Fahrzeug Übungen machen. Sprich, eventuell auch mit Aussteigen und Evakuieren von Schutzpersonen kann man alles hier so noch durchziehen. Und das ist halt was momentan nicht mehr viele Schießanlagen, die das anbieten können, dass ich generell schon mit einem Fahrzeug mehr drauf darf. Ja.
Ja, und das ist natürlich gerade auch im Personenschutzbereich sehr, sehr interessant. Genau, das Personenschutz der Behörde, das ist ja, die haben auch die Möglichkeit auf ihre Anlagen nicht. Wir haben auch Behörden, die das da mitmachen. Die können das nicht machen. Wir machen es als hier Personenschützer auch, dann auch mit der Schutzperson selbst trainieren oder im Zweierteam, je nachdem, wie man halt dann auch aufgestellt ist, wie man unterwegs ist. Wir sollen ja auch so trainieren, wie wir im Dienst arbeiten. Und das kann man halt so dann gut nachstellen. Ne? Du hast jetzt gerade gesagt, im Zweierteam. Bei dir ist es ja so, die Kurse können gemischt werden, aber du kannst natürlich auch speziell die Kurse für eine Behörde anpassen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie der Jäger X mit der Polizei zusammen dann da Combat-Schießen macht, sondern das ist dann immer schön klar und strikt getrennt, ne, dass die Gruppierungen da entsprechend passen. Genau, es ist ja mit dem Prinzip als Verteidigungsschießen gemeldet. Es kann also nicht jeder teilnehmen, sondern eigentlich nur, wer einen Waffenschein hat oder eine Waffentrageberechtigung. Und da gibt es auch ein festes Prinzip, das wir haben, wie wir ausbilden, wo sich jeder daran anmelden kann, also jeder Berechtigte, und dann auch teilnehmen kann. Aber ich habe auch die Unternehmen, die sagen, wir wollen speziell nur das und das machen, dann stellen wir das Programm halt so dementsprechend zusammen. Und das ist dann der Hauptfaktor quasi so. Du hast es erkannt. Ja. Du hast jetzt, wir haben ja schon vorher ein bisschen gesprochen, das Thema Sicherheit ist dir sehr, sehr wichtig. Aber du paarst das auch noch ein bisschen mit dem Einsatz der Einsatzkräfte, also beziehungsweise wie die Leute denn hier mit der Waffe umgehen auf dem Stand. Da kannst du dazu noch kurz 2, 3 Sachen sagen? Also Stichwort Holstern, geladen, nicht entladen und so weiter. Genau, also ich mache es jetzt ja so, also bei Gruppen, die wir auch kennen oder Leute, die öfter schon da waren oder auch feste Kommandos, die haben die Waffe immer geladen. Das ist ein offener Verschluss, weil die arbeiten ja auch so, da laufen sie auch nicht so rum, also trainieren wir auch so. Wenn ich jemanden draußen rausschicken kann, in der Öffentlichkeit, dass der mit einer geladenen Waffe, dann kann er es auch erwarten, wenn er hier ist. Ja? Also die Mündungssicherheit sollte schon gegeben sein. Es sollte halt immer alles safe sein. Ne? Also egal, was wir trainieren, auch wenn es wegen mehr ist, immer die Sicherheit im Vordergrund, sollte die nicht gegeben sein, wird es auch abgebrochen. Und es gibt auch Gruppen, da kann man es nicht machen, weil der Level nicht so hoch ist, dann wird es auch so in der Form, selbst wenn es gewünscht ist und die das bezahlen, nicht durchgeführt von unserer Seite. Gerd, lass uns noch mal über den Nahbereich sprechen. Viele Schießstände bieten ja an, 25 Meter voll begehbar. Da muss man aber meistens dann ab 1,10 Meter oder maximal 1,5 Meter stoppen, weil einfach der Geschossfang das nicht hergibt. Und das ist natürlich gerade der Bereich, der da darunter liegt, der jetzt hier diesen Kurs oder diese Kurse bei dir so interessant machen. Erzähl mal was darüber. Genau, also wenn du Berufswaffenträger bist oder Beamter, dann ist es natürlich so, wie wir schon besprochen haben, ich trainiere, wie ich arbeite. Also, und der normale Schusswaffengebrauch in unseren Breitengraden jetzt sozusagen ist halt im Bereich 0 bis 7 Meter höchstens. Ne? Und auch das ist ja genau der Bereich, den wir trainieren, in einem Radius von 0 bis 7 Meter. Und da packen wir die ganzen Nahdistanz-Sachen an, fangen wirklich direkt an der Person an, also auf 0 Meter, am Target besser gesagt, und haben dann die Übung aufbauen, auch mit Ausweichen und Sachen bis 7 Meter. Das heißt, ausweichen, das heißt, das Ziel bewegt sich auch. Ne? Du hast hier so ein Konzept dir erarbeitet, dass das Ziel auf dich zu sich bewegen kann? Genau, wir machen laufende Ziele, sprich, ich muss am Messerangriff ausweichen, dass ich das mal halbwegs reell trainieren kann. Dann habe ich einen 6 Meter Abstand und er kommt mit dem Messer schon zu und da muss ich halt da reagieren, ausweichen. Ist die erste Option, ist ja wegrennen, ne? Aber dann weiche ich halt aus und bekämpfe gleichzeitig. Das kann man dann auch in diesem Bereich trainieren. Genau. Ja, sehr cool, danke dir. Hey Gerd, vielen Dank für die Vorstellung, vor allem für die Möglichkeit, die du uns hier gegeben hast, dass wir das mal wirklich auch live sehen konnten und darüber berichten konnten. Ich denke, das ist super interessant für viele Behörden, dass die auch mal hier zum Training vorbeischauen. Für euch alle da draußen, der Link zu TDS ist unten eingeblendet. Schaut mal vorbei, der Gerd würde sich sehr freuen. Wie immer an dieser Stelle, liken, Abo und die Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.